Hallo und herzlich willkommen hier bei Snap. Ich bin der Stefan und es gab wieder ganz viele Fragen unter den Kommentaren. Von daher machen wir heute ein FAQ-Video. Wir starten direkt rein mit der ersten Frage. Das ist natürlich ein sehr guter und sehr wichtiger Punkt. Natürlich werden wir keine IP-geschützten Teile verwenden und werden uns Alternativen überlegen, um dieses zu umgehen, damit wir da auf gar keinen Fall Probleme bekommen werden. Das habe ich mir schon fast gedacht und die sind natürlich sehr gefragt. Allerdings starten wir erstmal mit den üblichen Schienenelementen und den nicht elektrisierten Gleisen. Denn die sind in der Herstellung tatsächlich sehr aufwendig und ich sage niemals nie, aber zumindest für die nächste Zeit ist das leider nicht geplant. Das stimmt, das wäre wirklich sehr hilfreich und unsere IT ist fleißig am Programmieren, damit das genauso umgesetzt wird. Dass ihr Alternativen angezeigt bekommt, eventuell von Farben oder ähnlichen Bausteinen, womit ihr einen nicht vorhandenen Stein füllen oder ersetzen könntet. Natürlich sind wir stets bemüht, unser Lager schön voll zu halten und euch die breiteste Auswahl an Klemmbausteinen zu bieten, die ihr jemals gesehen habt. Das ist natürlich auch eine sehr gute Frage und ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich Richtung Tatooine oder Geonosis gebaut wird, wenn tarnfarbene Dishes benötigt werden. Natürlich haben wir nicht alle Mocks auf dem Schirm, aber wir werden ja sehen, welche Fächer als erstes leer gehen und wir sind sehr gut gerüstet. Wir haben natürlich die Basic-Steine in rauen Mengen vorrätig und natürlich wissen wir auch, dass sehr viele Leute auf den Online-Shop warten. Ich würde behaupten, wir sind bestens für den Anfang gerüstet. Das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, denn in den meisten Regalen stehen Super- und Hypercars und davon jede Menge. Aber ich würde dir mal empfehlen, auf Rebrickable zu schauen, was es da alles für Modelle gibt. Von Oldtimern bis zu Newtimern, von Klassikern bis zu Sportwagen dürftest du da relativ breit fündig werden und die Teile dazu wirst du bald bei uns bekommen. Ja, natürlich kann ich das. Die Versandkosten, die richten sich natürlich je nach Größe deines Pakets und nach dem Gewicht. Da wir von Start an direkt einen weltweiten Versand anbieten werden, ist es natürlich auch abhängig, wohin das Paket geschickt werden soll. Wir achten auf jeden Fall darauf, dass das Paket so gut und günstig wie es nur geht zu dir nach Hause gelangt. Da die Schweiz auch in dieser Welt liegt und Österreich ebenfalls, beliefern wir die auch. Sonderteile werden wir auch führen. Wir werden auch eigene Teile haben, wie zum Beispiel unser Andreaskreuz im kleinen und großen Bahnübergang. Und natürlich wird es dann noch mehr Teile geben. Wir müssen immer darauf achten, dass die Teile nicht lizenzgeschützt sind oder IP-geschützte Teile sind. Ansonsten müssen wir uns dafür natürlich eine Alternative aussuchen. Ich denke aber, wir werden euch alle glücklich bekommen. Uns geht es doch genauso. Und wir müssen nicht mehr lange warten, denn bald startet unser Webshop, versprochen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Oh ja, das passt bestimmt sehr gut zu Fachwerkhäusern und ich habe schon die wildesten Farben bei uns im Technikprogramm gesehen. Allein Oliv als Liftarm hatte ich vorher noch nicht in der Hand und habe ihn aber bei uns im Sortiment schon entdeckt. Also Daumen drücken und hoffen, dass die Teile auch in Braun dabei sein werden. Ich denke aber schon. Das ist natürlich auch eine spannende Frage und darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Natürlich versuchen wir erstmal die normale Steingröße bestmöglich hier zu vertreten und da haben wir auch noch ein bisschen Arbeit vor uns, denn wir starten ja mit knapp 10.000 verschiedenen Einzelelementen und das sind ja bei weitem noch nicht alle. Von daher unser Fokus liegt ganz klar auf der Standardgröße, was aber nicht heißen soll, dass das andere niemals kommen wird. Eine sehr spannende Frage und ich darf noch nicht allzu viel vorwegnehmen, denn wir haben eine Menge geplant und unsere Designer sind sehr fleißig. Das, was ich gesehen habe, sah wirklich nach Next Level aus, aber bis es soweit ist, vergeht noch ein bisschen Zeit. Von daher fokussieren wir uns erstmal ganz klar auf unsere Einzelteile und die Möglichkeiten, die man mit Plattformen wie zum Beispiel Rebrickable hat, alles Mögliche zu bauen. Und da sind die Möglichkeiten ja wirklich schier unendlich. Oh ja, da kann ich dir gerne behilflich sein, denn unsere ersten Eisenbahnsets in der 6er Weite sind ja schon auf dem Markt. Der kleine Bahnübergang, der große und der Prellbock. Alles in 6er Weite und man kann natürlich auch größere Loks drauf fahren lassen. Eigene Loks haben wir bisher noch gar nicht im Programm, bin mir aber ziemlich sicher, dass da noch was kommen wird. Das wäre natürlich eine super Sache, dass man zu Hause abgleichen kann, wie die Farben wirken und dann ein bisschen etwas zum Vergleichen hat. Wir werden dafür am Anfang noch kein Produkt auf unserer Webseite haben, allerdings haben wir natürlich einen Einzelteile-Shop. Das heißt, du kannst
alle erdenklichen Steine und Elemente in der jeweiligen Farbe ja einzeln bestellen. Und so wäre es ja eigentlich relativ leicht möglich, sich eine Farbpalette mit einem gewünschten Element selber zu gestalten. Kiloware bieten wir nicht als solches an, wir haben aber kiloweise verschiedene Elemente. Das heißt, wenn du einen 2x4er Stein brauchst und davon, ich sage jetzt einfach mal 3000 Stück, dann zählt das wahrscheinlich schon als Kiloware, aber bei uns werden diese über Stückzahlen gehen. Oh ja, da habe ich schon die ersten bedruckten Teile gesehen und ich glaube, unten steht schon eine halbe Palette voll mit brandneuen, eigenen bedruckten Teilen. Ihr dürft gespannt sein. Wir arbeiten schon an einer Designer-Plattform, in dem Designer die Möglichkeit haben, ihre Modelle als Bauanleitung zu verkaufen und bei Bedarf könnt ihr natürlich passend die Steine dazu mitnehmen. Das ist wirklich blitzschnell und da wohnst du ja näher an unserer Halle als ich selber. Allerdings ist die nächste Zeit wirklich kein Lagerverkauf geplant. Das Ganze ist nicht so leicht umzusetzen, ein Betriebsgelände für Kunden zugänglich zu machen und das Ganze noch mit der ganzen Elektronik, die wir hier haben. Von daher muss ich euch leider enttäuschen, das wird die nächste Zeit leider nicht möglich sein. So, da waren ja schon mal eine ganze Menge großartige Fragen mit dabei. Falls eure noch fehlt, dann ab damit in die Kommentare und ich versuche sie mit ins nächste FAQ zu packen. Eine Sache hatte ich noch und zwar haben wir euch gefragt, welche Eisenbahn ihr euch denn wünschen würdet. Und aktuell ist es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Siemens Vectron und der V1 100. Die sind aktuell punktgleich auf Platz 1 und 2, gefolgt von der BR03. Das hat jetzt noch keine ganz so dollen Auswirkungen und unsere Designer sind noch nicht am entwickeln. Keine Angst, wir wollten einfach mal schauen, in welche Richtung geht euer Geschmack und früher oder später werden wir euch da was Schönes liefern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielen Dank für eure Zeit. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, kann ich euch empfehlen, abonniert den Kanal und ich mache mich jetzt erstmal auf die Suche unserer neuen bedruckten Teile. Da muss hier noch irgendwo eine Palette rumstehen.